Ja, dann nähern wir uns jetzt mal der norwegisch-schwedischen Grenze. Willkommen in Schweden. So, wir haben unseren Stellplatz für heute bezogen. Wir sind in Storuman in Schweden an einem relativ großen See. Direkt am Strand. Ja, er ist ein bisschen kleiner, ist nicht besonders groß hier. Aber, wie ihr seht, ist für uns ganz alleine. Mal gucken, ob wir heute ob ich noch mal ins Wasser hüpfe. Ich denke nicht, ist saukalt, glaube ich. Ist ein bisschen frisch. Aber noch haben wir den Platz für uns alleine hier. Hier werden wir auch wohl bleiben. Und vielleicht noch ein bisschen über die Insel hier laufen. Das ist so eine, ja, es ist eine Insel. Wir sind gerade über eine Brücke gefahren. Und werden hier einfach mal so ein bisschen die Insel erkunden. Doesn't matter. Stumble across some memories. Try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big. So, guten Morgen. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht, was dazu geführt hat, dass es jetzt schon recht spät geworden ist. Für die Strecke, die wir jetzt noch vor uns haben. Ziel ist nämlich, irgendwie an die Ostsee zu kommen. Hier im Inland, da zieht es gerade so richtig in Richtung Regen zu. Gar keinen Bock drauf. Also ab zur Ostsee und da fahren wir dann die E4. It is not too late. No one belongs in the badlands. Sinking deeper in quicksand. Speeding up the pace. We'll never know what is coming. Take my hand, let's start running. I let you play this game. Somehow we'll live. Ja, wir stehen ausnahmsweise mal wieder auf einem Campingplatz. Warum? Es war mal wieder eine ordentliche Dusche fällig. Hier gibt es eine Waschmaschine. Konnten mal wieder unsere Wäsche waschen. Die wurde teilweise echt knapp. Jo. Und dann überlegen wir noch, ob wir heute nur noch weiterfahren oder vielleicht sogar noch einen Tag hier bleiben. Aber ich glaube, es geht eher in Richtung Weiterfahren. Wir haben noch knappe 1100 Kilometer bis Rödby, wo wir am Freitag sein müssen. Boah, ich will da nicht so unbedingt auf den letzten Drücker ankommen. Aber ich zeige euch hier noch mal ein bisschen was von dem Campingplatz. Der kostet jetzt hier 270 Kronen. Leider ist dem Betreiber das Kartenzahlungsgerät kaputt gegangen. Aber es gibt Möglichkeiten. Entweder von hier aus einfach nochmal online buchen und online bezahlen. Aber er nimmt auch Euro. Und dann nicht 1:1, sondern er hat 25 Euro genommen für die 270 Kronen. Ist okay, kann man machen. Hier gibt es eine Sauna, hier gibt es einen Zeltplatz, der anscheinend hier momentan ein wenig matschig ist. Hat in den letzten Tagen wohl ziemlich viel geregnet. Man kann hier Hütten buchen. Hier gibt es einen kleinen Angelsee. Die Sonne knallt hier von allen Seiten. Wir sind hier übrigens Antjerns Camping.
Müsst ihr mal googeln, wo genau das ist. Die nächste größere Stadt weiß ich nicht. Ist echt nett hier, ne? Man kann hier alles machen, was man will, oder braucht. Jo. Ne? Im Sommer kann man hier bestimmt auch schön schwimmen gehen. Der einzige Nachteil ist, wenn man Wäsche wäscht, man hat keinen Trockner. Nö. Wir müssen jetzt warten, bis hier auf dem Ständer trocken ist. Das dauert ein bisschen länger. Waschmaschine hat nur 4 Kilo, also naja. Und dafür dann 5 Euro. Ist egal. Wenn man es braucht, war jetzt nötig. Ja. Aber 4 Kilo muss man auch erstmal zusammenkriegen. Ich glaube, wir sind jetzt die Letzten hier. Der hat noch jetzt bis Ende September eigentlich Saison. Also hin und wieder kommt noch mal einer. Aber ansonsten ist doch sehr wenig los. Wir sitzen hier auf dem Saunasteg. Ja genau, Hier hinter nebenan uns. ist die Sauna. Hinter Ja. uns ist die Und Sauna. Die Mutigen müssen danach in den Teich springen. Ja, der dürfte auch wohl kalt genug sein. Ja, wir gucken mal, ob wir heute noch weiterfahren. Wir werden sehen. Ach ja, ein Wort zum Betreiber. Aber da kann der ja nun wirklich nichts für. Der Berliner hat sowas von. Mein lieber Scholli. Aber er sagt ja, er kommt nicht aus Berlin, sondern irgendwo aus so einem Vorort. Er ist kein Berliner. Nee, wa? Das glaube ich nur wirklich nicht, wa? Morning light is wandering on my face. I can't believe I don't know the day, the time, the place. I drive around in a city full of shame. Everything feels hollow when you are away. When it all comes down. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von diesem See in der Nähe von Greve in Schweden. Wir haben ganz gut geschlafen. Gestern Abend bis 22 Uhr wurde hier nebenan, da ist wohl so ein Schießstand von der Armee, wurde noch ordentlich rumgeballert. Ab 22 Uhr fuhren hier auch keine Autos mehr. Das hörte dann heute Morgen um 6 Uhr ungefähr auf. Dann fuhren hier so die ersten vorbei, wahrscheinlich Gassi gehen oder sowas. Ja, die Mücken sind hier ein echtes Problem. Rausgehen und sich abends hier mal hinsetzen, nicht dran zu denken. Die Nacht war, wie gesagt, so ganz ruhig. Wenn man mit den paar Mücken, die es dann doch reingeschafft haben, noch leben kann. Aber sonst alles gut. Wetter ist Bombe, ist echt super. Wir fahren jetzt weiter Richtung Göta-Kanal nach Berg. Da ist ja diese Schleusentreppe. Die wollen wir uns gerne ansehen. Ich hoffe mal, das Wetter spielt mit und der Stellplatz auch. Ich würde sagen, wir gehen zwischendurch noch mal ein bisschen einkaufen. Wir haben einen Lidl entdeckt. Wir wollen mal gucken, wie die Preise im Lidl hier sind. Und dann denke ich, kriege ich da ein bisschen was von unterwegs. Und wir hören uns am nächsten Stellplatz wieder. Bis dann. Ja, ich meine, dass es hier in Schweden viel Wasser gibt und viele Seen, das war mir ja bekannt, aber dass die auch schon mitten auf der Straße sind, die Seen. Also wenn ich hier so da unten mal runter gucke, dann geht da so ein leichtes Tal, da steht ordentlich Wasser. Muss hier also in den letzten Tagen mal ganz ordentlich geregnet haben. Also hier sind ordentlich Überschwemmungen, so wie man das sieht. Und das sind, glaube ich, nicht die Nachwehen von den Regenfällen von vor 5 Wochen. Vor 5 Wochen, als wir losgefahren sind, also 4 Wochen ist das jetzt ja 3 Wochen. Ja, und vor 4 Wochen hat er ganz kräftig geregnet mit Überschwemmungen.
Die Karl-Johanns-Schleusentreppe in Berg ist Teil des Göta-Kanals. Schiffe werden hier über 7 Schleusenbecken, 18,8 Meter zu Tal oder auch zu Berg geschleust. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin, howling. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Einen wunderschönen guten Morgen hier von dem Stellplatz in der Nähe von Smøgehuk. Das ist in der Nähe von Trelleborg. Smøgehuk ist der südlichste Punkt von Schweden. Da wollen wir gleich noch hinfahren und uns das noch angucken. Und dann ist die Frage, nehmen wir hier in Schweden noch einen Stellplatz oder beenden wir das Thema Schweden und fahren schon rüber nach Dänemark. Da hatte ich mir schon mal was ausgesucht. Das sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Die Entscheidung steht noch aus, aber hier an der Ostsee ist auch nicht so verkehrt. Wir haben gestern und heute richtig schönes Wetter, also richtig warm. Ich stehe schon wieder in kurzer Buchse. Wind, Fehlanzeige. Es ist quasi Flaute. Hier Wellengang quasi nicht vorhanden. Ins Wasser gehen, das ist hier mit dem, was hier gerade so am Ufer, so am Wasser schwimmt. Ja, ist irgendwie so eine komische braune Brühe, kommt von den Algen, riecht auch nicht angenehm. Soll wohl in Dänemark besser sein, dann werden wir wahrscheinlich in Dänemark ins Wasser gehen. Ja, wir haben ihn erreicht, den südlichen Punkt Schwedens. Ja, wir sind in Smøgehuk und hier genau am südlichsten Punkt von Schweden. Das heißt, wir haben das Nordkap erreicht. Ja, das Südkap, das ist ja irgendwo in Spanien. Das steht auch noch irgendwann an, aber zumindest mal haben wir den südlichsten Punkt Schwedens erreicht. Ist auch mal was, ne? Ja. So. Und wir machen uns auf den Weg nach Dänemark. Dänemark, genau. So, wir fahren auf die Mautstation für die Öresundbrücke zu. Dann gucken wir doch mal, ob das alles so klappt. So, wir gelten als PKW. Hat beim letzten Mal so geklappt mit PKW. Mal gucken. Sollte funktionieren. Ja. Piep. Und durch. Ja klar! Danke dir! Thank you! Thank you. Tschüss. Ja. Da kriegt man hier noch mal eben schnell vom Öresundbron, also von der Gesellschaft hier,
3 Flaschen Wasser geschenkt. Don't care, no one measures up to you. One day soon you'll taste that medicine of yours, and karma will hit you hard. Oh, it's about to blow up in your face. Hey, la, la, yeah. Morgen. So, wir sind ja hier in Mosede, also kurz südlich hinter Kopenhagen. Hier gibt es ein Fort, so ähnlich wie das an der Elbe, Grauer Ort. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ein bisschen Fett und dann tut's das wieder. Guten Morgen aus Dänemark. Wir stehen in Holleby auf einem öffentlichen Parkplatz. Ist unser letzter Tag in Skandinavien. Wir haben jetzt noch knappe 5 Kilometer bis zur Fähre und dann endet unser Skandinavien-Trip. Wir werden dann noch über 2 Tage bis nach Hause fahren, alles nur Autobahn. Naja. Aber jetzt geht es gleich erstmal zur Fähre. Die fährt um 10:15 Uhr ab. Wir müssen eine Viertelstunde vorher eingecheckt haben. Wir haben jetzt 8:45 Uhr. Wir werden so gegen 9 Uhr hier losfahren. Uns mal langsam hinten anstellen. Ja, und dann gucken wir mal. Die Fähre geht ja von Rødby nach Puttgarden rüber. Da werden wir uns erst nochmal auf den großen Stellplatz da stellen. Der Stellplatz ist ein großer Parkplatz. Wir müssen auch tanken, wir werden schon mal ein bisschen entsorgen, ein bisschen ausrümpeln, ein bisschen sauber machen. Ist doch einiges angefallen. Und dann machen wir uns auf die Socken. Auf Wiedersehen, Skandinavien. Tschüss. Hallo. Hallo. So, wir sind auf den letzten Kilometern bis nach Hause. Wir haben noch 250 Kilometer. Wir stehen in der Nähe von Delmenhorst auf einem großen, hässlichen Parkplatz gegenüber vom Aldi. Ja. Jo. Können wir morgens Brötchen holen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Oder die anderen Videos aus Skandinavien. dann lasst einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Wir sehen uns dann auf unserer nächsten Reise wieder. Wo es hingeht, wissen wir noch nicht. Tschüss. Tschüss.